KI-Methoden sollen eigentlich in den verschiedensten Branchen zunehmend eingesetzt werden, auch bei uns in der Steuerungstechnik. Jedoch haben wir in der Steuerungstechnik das Problem, dass Versuche, die für die KI notwendig sind, sehr, sehr teuer sind. Denken wir zum Beispiel an einen Schweißprozess. Dann müsste ich, um einen Datensatz zu erhalten, halt verschiedenste Teile zerschweißen, zerstören. Und das ist teuer und braucht auch sehr lange. Das soll mit dem Kugelhebespiel gelöst werden, mit einem kostenneutralen Prozess, der möglichst oft, möglichst schnell wiederholt werden kann und dabei eben genau keine Kosten verursacht. Das Kugelhebespiel ist eigentlich ein Kinderspiel, das das Ziel hat, durch Öffnen und Schließen von Stangen eine Kugel bergauf zu schießen praktisch oder zu schieben. Und das Kugelhebespiel ist nun die industrialisierte Variante davon. Das heißt, die Stangen werden durch Motoren geöffnet und geschlossen und die Kugel wird so nach vorne geschoben. Das ist der Lernansatz. Und das Ziel ist, die Kugel möglichst weit nach vorne zu bringen. Dazu sind verschiedenste Sensoren in dem Kugelhebespiel integriert. Und die Motoren können über eine Steuerung angesteuert werden, die im Inneren, im Kern eben eine KI hat. Der Kugelfördermechanismus, wie wir ihn nennen, dient dazu, die Kugel möglichst schnell wieder zurück zum Anfang zu bringen. Das Tolle ist, dass wir dadurch eine Wiederholungszeit von etwa 15 Sekunden erreichen und so sehr, sehr viele Experimente in sehr kurzer Zeit machen können. Völlig automatisiert. An Industriekomponenten haben wir zum einen 2 Motoren verbaut, die die Stangen öffnen und schließen können. Die sind angesteuert über 2 Antriebsverstärker. Des Weiteren haben wir aktuell eine Siemens-Steuerung verbaut und eine Steuerung der Marke Codesys. Die Codesys-Steuerung läuft allerdings tatsächlich auf einem NVIDIA HX Xavier Board, wo auch dann die KI-Logik auf einer GPU ausgelagert werden kann. Für die Industrie kann das Projekt eingesetzt werden, zum einen als Benchmarking-Tool, um zu schauen, wie gut meine KI-Lösung für einen steuerungstechnischen Prozess funktioniert. Aber es kann auch zum Verständnis genutzt werden und zum Erarbeiten, wie ich jetzt eine KI in meine konkrete Steuerung reinbekomme. Denn das Anstecken und Abstecken von meiner Steuerung eines Kugelhebespiels ist eigentlich ein sehr einfacher Prozess. Die Motoren können einfach über standardisierte Protokolle angesprochen werden und auch die Sensordaten können über standardisierte Protokolle wieder zurückbekommen werden. Und das Einzige, was dann ausgetauscht werden muss, ist meine Steuerung. Für Studierende aus allen möglichen Disziplinen bietet das Kugelhebespiel verschiedenste Anwendungsfälle. Zum einen die klassische Mechatronik, die klassische Steuerungstechnik, wo ich im Steuerungskern praktisch meine KI integrieren muss. Dort kann ich mich in Steuerungssprachen einarbeiten, Auslegungen von Zyklen und so weiter, aber auch für Informatiker und Data Scientists, die Erfahrung sammeln können mit KI, mit Training, Reinforcement Learning. Hier können sich Studenten einbringen und der Vorteil am Kugelhebespiel ist, dass es sehr bildlich ist, sehr einfach zu verstehen und man eigentlich nichts kaputt machen kann.